So, nächster Tag in Cordoba. Heute ist Abreisetag. Wir gehen jetzt zum Terminal, schließen unsere Rucksäcke ein. Dann gucken wir uns den Universitätscampus hier an in Cordoba. Mal gucken, wie der ist. Soll schön sein. Und da geht's in Shopping. Ein bisschen bowlen, Alter. Viel Spaß. Fühlt sich auch schon an wie ein zweites Zuhause hier. Wir waren aber jeden Tag hier. Wir haben gerade unser Gepäck aufgegeben. Und Digga, wir sprechen ihn so auf Spanisch an, reden so ganz normal. Fragen so, ja, was kostet der Spaß? Und dann hat er irgendwas gefragt. Ne, wir haben gefragt, bis wann man das quasi da liegen lassen kann. Und dann hat er richtig leise gesprochen. Und dann haben wir nachgefragt, was er gesagt hat. Und dann hat er auf Englisch angefangen, 10 zu sagen, 10 Uhr. Und Noah hat das so wiederholt, so auf Englisch. So, weil wir so perplex waren, warum der uns auf Englisch verlabert. Und dann meinte Noah so, als er das Geld gegeben hat, so, ja, wir reden Spanisch. So, hä? Und er so, ja, aber ich mag's, Englisch zu sprechen. Digga, meinte ich so, ja, ich aber nicht. Du kannst ja nicht jemanden einfach, nur weil du hörst, dass er einen Akzent hat, so in der Sprache, dann auf einer anderen Sprache voll labern und annehmen, dass der die spricht. Das wäre wie wenn ich in Deutschland auf Deutsch angesprochen werde, höre aber, dass er einen Akzent hat und ihn dann auch auf Englisch voll laber. Oder wenn ich irgendwo bin und dann anfange auf Deutsch zu reden und dann sage, ja, ich präferiere aber Deutsch. Red doch jetzt mal Deutsch. So, du weißt ja nicht mal, ob der die Sprache spricht. So dumm. Naja, jetzt gehen wir auf jeden Fall zur Uni. Gucken uns den Campus an und dann geht's weiter. Wir laufen hier gerade am Park der Biodiversität lang, wo wir im letzten Vlog waren. Und da ist einfach gar nichts. So ein bisschen was zum Lernen für die Kinder, aber da sind kaum Tiere. Das ist schon ein bisschen lame. Wir haben gerade überlegt, wir labern den Typen bei der Gepäckabgabe einfach auf Deutsch und Französisch voll, wenn wir unser Gepäck wieder abholen. Und sagen dann, wir präferieren jetzt die Sprache. Passt dich doch mal an. Das Problem ist nicht, dass er auf Englisch sprechen will. Das Problem ist, dass er nicht mal fragt, das annimmt und so seinen Willen durchsetzt. So. Und das passiert einfach so oft, dass die dann auf einmal versuchen, auf Englisch anzufangen und die sprechen nicht besser Englisch als wir Spanisch. Und das ist so Quatsch. Das ergibt so gar keinen Sinn. Und keine Ahnung. Da müssen die sich auch einfach am Kunden orientieren und nicht quasi für sich, oh, ich will jetzt aber Englisch sprechen, durchsetzen. So richtig lost. Und es geht auch einfach darum, dass er ja fragen kann. Er kann ja fragen, vielleicht lieber in Englisch und dann sagen wir okay. Oder wir sagen halt, nö, Spanisch ist gut. Und da reicht ja schon, wenn du fragst, ob jemand Spanisch spricht. So. Und das passiert echt oft. Vor allem, wenn du nicht so gut Spanisch kannst, habe ich schon von Freunden gehört, dem passiert das immer eigentlich. Zumindest in Restaurants und sowas und Touri-Sachen. Está escrito Fuck Princess. Fuck Princess. Y el tipo tiene una mujer a su lado. Jedem das seine. So blöd. So blöd! Jetzt können wir wieder schön umdrehen. Was ist das eigentlich für ein Baum, Junge? Ist immer abgestürzt und lebt trotzdem weiter. Wir haben gerade darüber geredet, dass in Argentinien, dass sie auch schöne Parks haben und so. Zum Beispiel in Buenos Aires und Palermo oder hier oder in Mendoza, Parque San Martin. Aber es scheint irgendwie im Vergleich mit Europa mehr so komplett konstruiert zu sein. Und bei uns zum Beispiel in Deutschland scheinen die Parks zumindest ein bisschen natürlicher zu sein und sind irgendwie grüner und nicht so trocken auch. Hat natürlich auch mit dem Klima zu tun, wenn es so viel regnet. Oh, guck mal. Que tremendo hijo de puta ese. Hier waren gerade schön
So 15 grüne Vögel, die wollte ich gerade schön aufnehmen. Alle haben sich in die Bäume verpisst. Der Park Sarmiento ist einfach riesig. Das ist crazy. Auch da Rugbyfeld, da Fußballplätze. Das sieht aus wie ein Hockeyfeld. Keine Ahnung, ist blau. Aber da hinten geht die Uni auf jeden Fall los. Hat mich mein Auge doch nicht getäuscht. Hier fängt auf jeden Fall die Uni an. Mal gucken, was die so zu bieten hat. Das ist auf jeden Fall auch eine riesige Unistadt. Hier alles, was dahinter noch ist. Heute ist leider keiner da, das heißt, man kann sich nicht wie in Santiago reinsneaken in die Uni. Bisschen schade. Feiertag, ne? Was richtig cool ist, hier sind einfach richtig viele Grünflächen, weil das hier so in der Nähe vom Park ist. Hier sind auch so richtig viele Fahrradwege auf der Seite und überall Bäume und Grün. Gefällt mir richtig gut. Was mir nicht gut gefällt, ist, dass meine Nase die ganze Zeit läuft. Und ich hier mit einer halben Erkältung rumlaufe und schwitze, aber mir ist auch gleichzeitig kalt. Nicht so lecker. Aber es geht Noah auch so. Er meinte auch so, wenn er die Jacke aufmacht, ist ihm kalt. Macht er sie zu, ist ihm zu warm. So richtiges Kackwetter. Hier ist auch richtig viel Erinnerung an die generell an die ganzen Opfer der Diktaturen und sowas. Es gab ja auch mal in Cordoba einen richtig fetten Protest so von den Studierenden und auch Arbeitern und sowas. Und dann kam die Regierung während der Diktatur und meinte, ich mach mal Platz. Und dann gab es hier Ausschreitungen. Ich glaube, die hatten die Stadt eingenommen für einen Tag oder so und dann kam das Militär. Und gab auch voll viele Tote und so. Schon crazy. Ich habe mir gestern eine Doku angeguckt zum 17. Juni 1953 in Deutschland, als die DDR ich weiß nicht mehr, Normerhöhung hieß das, glaube ich, irgendwie so, durchführen wollte. Also die Arbeitszeit der Leute und die Fördermengen und sowas hochpumpen wollte für den gleichen Lohn. Und da sind ja auch in der ganzen DDR irgendwie 1 Million Leute auf die Straße gegangen an 700 Orten. Und das war ja voll lange so der Tag der deutschen Einheit. Und dann wurde es geändert auf den 3. Oktober. Das hat quasi die Bundesrepublik, hat der Westen quasi davor schon als Tag der deutschen Einheit festgelegt, als Provokation so. Digga, das ist auch krass. Da sind auch, glaube ich, 50 Menschen oder so ums Leben gekommen. Und da haben die auch einfach Leute zum Tode verurteilt. Ich bin so froh, dass wir nicht mehr in so einer Zeit leben müssen, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns über Umweltschutz, versteh mich nicht falsch, Umweltschutz ist sehr wichtig, aber wir haben keine direkten, persönlichen, existenziellen Sorgen. Wir haben keine Sorge, dass wenn wir auf die Straße gehen und, keine Ahnung, irgendein Nachbar Scheiß über einen erzählt hat, dass wir nächsten Tag im Knast sitzen, so. Dass die Stasi uns einfach wegfängt. Oder dass wir wie in anderen Ländern für unsere Sexualität verfolgt werden oder sowas. Das ist schon ganz schön in Deutschland. Ja, jetzt kann man über die ganzen Probleme reden, die es trotzdem gibt. Auch die Konflikte zwischen den Generationen und so. Und auch Arbeitsmarkt etc. pp. Da ist auch nicht alles super. Aber es ist schon besser, als in Kriegszeiten zu leben oder Kalten Krieg oder ja. Und wir haben auch einfach so geile Möglichkeiten heutzutage. Ich glaube, das ist für uns halt normal so, dass wir mit Internet aufwachsen. Aber wie viele Informationen wir einfach zur Verfügung haben, was wir alles lernen können. So, ich kann morgen ich lerne ja gerade Französisch zum Beispiel mit Duolingo. Da hätte ich mir damals erstmal irgendwelche Bücher besorgen müssen, hätte mir irgendwen, der Ahnung davon hat, quasi ranziehen müssen, um zu fragen, wie soll man das überhaupt lernen, damit man es hinbekommt. Heute gibst du bei Google ein, wie lerne ich Französisch am schnellsten, dann kommen ein paar Apps, dann wird gesagt, ich habe gestern gegoogelt, wie lernt man Arabisch. Und dann sind halt so Basistipps so, und dass man Arabisch vor allem mündlich halt erstmal lernen soll und dass die Schrift halt sowieso voll schwer ist und deswegen schwierig ist. Und man deswegen sich halt voll erstmal aufs Mündliche konzentrieren soll und sowas. Und da zum Beispiel kann ich auch einfach anfangen zu lernen, wie ich Bock habe. Und dann reise ich in ein Land, wenn ich Geld dafür habe, dahin zu reisen. Und dann kann ich das da praktizieren so. Und
Ja, wir sind schon sehr privilegiert in Europa generell, aber vor allem auch in Deutschland so. Der Osten Europas sieht ja ökonomisch jetzt auch nicht so krass aus. Aber immerhin leben die Menschen halt in Freiheit. Deswegen tut mir das auch sehr, sehr leid, was in der Ukraine passiert. Wir regen uns auch die ganze Zeit über irgendwelche Probleme auf, die wir halt nur behandeln können, weil wir die anderen schwerwiegeren Probleme gar nicht haben. So. Die Leute hier müssen tagtäglich gucken, wie sie ihr Geld zusammenkriegen. Oder Noah hat mir zum Beispiel gestern erzählt, dass in Mexiko Cola günstiger ist, also Coca-Cola günstiger ist als Wasser und deswegen die da voll viele Probleme mit Diabetes haben, weil die armen Familien sich quasi dann kein Wasser leisten können, beziehungsweise ist der Unterschied nicht so groß, aber die sehen halt, dass es günstiger ist und da sie nicht so viel Bildung genießen in den unteren sozialen Schichten, kaufen die dann halt Cola so und irgendwas muss man trinken und dann machen die so, dass Wasser privatisiert wird und du nicht richtig am Wasser kommst oder so. Ich glaube in Lima oder so bauen die irgendwelche Mauern um die Stadt herum, weil die wissen, dass irgendwann ein Wasserkrieg ausbrechen wird und da wollen die sich schon mal vor den Armen schützen, die sich dann irgendwie Wasser besorgen müssen, so richtig lost. Also Digga, es passieren so abgefuckte Sachen auf der Welt, aber wir haben auf jeden Fall nicht diese Sorgen. Klar, bei uns gibt es auch Armut, da müssen auch Leute gucken, wie sie über die Runden kommen, aber im Großteil haben wir schon sehr viele Möglichkeiten. Es gibt so viele offene Ausbildungsstellen und generell Stellen. Es gibt eine Überakademisierung, weil die Prioritäten halt mittlerweile woanders liegen und das ist auch okay so. Aber es ist schon eigentlich ein geiles Land zum Leben, so Deutschland. Das Einzige, was abfuckt, sind Steuern. Digga, was ist das für ein Haus? Essen. Ich hatte eine Lasagne, Noah hatte schön Baguette. War sehr nice dort, war sehr lecker. Ist das Kunst oder trainieren die hier Hunde? Back in the crib. Digga, voll die crazy Umkleiden bei Adidas einfach. Und du musst die auch fragen, damit die das aufschließen. Sonst kannst du gar nicht in die Umkleiden rein. Wiegende Diebstahlgefahr. Eigentlich wollte ich mir hier von der argentinischen Auswahl die Hose holen und auch den Pulli, aber ich weiß nicht warum, weil hier ist irgendwie ein bisschen locker. Nee, irgendwie feiere ich das nicht. Ich feiere es mir, wenn es so anliegt wie an Video halt auch. Hier ist halt schön eng, deswegen schwer. Also Wartezeit für Bowling 1,5 bis 2 Stunden. Pool sind wir jetzt gleich dran. Also wir zocken jetzt erstmal Pool und danach bowlen wir. Digga, ich bin so fertig. Mich kickt meine Erkältung gerade weg, mich kickt gerade meine Müdigkeit weg. Ich könnte hier auf dem Tisch einschlafen gerade. Rhino gewonnen, Baby. Wurde ein Punkt zugeschrieben, aber da. ¿Cómo va, loco? ¿Cómo va?
kurz weggemacht, den Kleinen hier. Vor allem haben wir einfach dann 3 Stunden gewartet, um 20 Minuten zu spielen oder 25, so geil. Wir haben jetzt noch was gegessen und jetzt geht's zum Terminal. Decken uns gerade noch ein mit Trinken und jetzt, ja, könnt ihr auch gleich einschlafen. Jetzt haben wir gleich die Taschen und dann geht's los. 10 Stunden, krank im Bus. Wenn ihr den Chaco da seht, stellt euch schon mal auf den Bass ein. Es ist einfach geisteskrank warm hier in diesem Bus. Man schwitzt sich hier richtig ein ab, deswegen macht Noah gerade ein bisschen das Fenster auf. Macht da gerade einen Plastikflaschendeckel rein. Zwischen Plastik. Wenn uns das gleich um die Ohren fliegt, Junge, da gibt's so Stress. Imagínate que explote. ¿Qué? ¿El bus? No, Schon? la ventana. Was? So, guten Morgen. Es ist 7:45. Wir sind jetzt in La Plata. Ich habe sogar recht viel gepennt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns. Bis Dennis. Shorty, ja, du hast mich outplayed. So high, frag, wann komm ich wieder down, ey? Ja, bist du mein Kopf auf meinem Phone, ey? Caught up in my feelings, ich komm nicht mehr raus, ey.